und herzlich willkommen zurück hier in der Brickworld zu einem weiteren Update. Und ich habe Post bekommen von meinem Beleuchtungspartner Illumajor Bricks. Wie immer findet ihr einen Link unten in der Videobeschreibung oder hier oben auch rechts in der Ecke. Und es gibt vieles an neuem Material. Ich will jetzt nicht auf alles eingehen, sondern nur auf ein paar Dinge. Unter anderem habe ich das hier, das ist ein Board, das sieht man jetzt ein bisschen schlecht. Das ist dazu da, um zum Beispiel den Lichteffekt eines Blaulichts zu machen. Da ist der Plan nicht heute, aber demnächst, dass wir dann da hinten mal noch unseren Einsatzwagen, unseren Krankenwagen hinbauen mit Blaulicht. Das ist auf jeden Fall geplant. Und was auch noch ein großes Thema ist, ich habe neue Straßenlaternen. Und was ich auch noch habe, ist, keine Ahnung, sind USB-Stecker. Ich habe nämlich, wie ihr wahrscheinlich schon im Intro gesehen habt, Löcher hier reingebohrt, denn wir werden heute hier hinten in dem Bereich weiterbauen. Ich weiß noch nicht genau, was alles passieren wird, aber auf jeden Fall kommt jetzt in diesem Bereich auch Beleuchtung heute hin, damit da endlich mal die armen Leute auch was sehen. Ich würde sagen, bleibt gerne dabei, was heute passiert. Ich bin selber gespannt, wir werden sehen. Auf jeden Fall heute wieder Lücken schließen hier in der Brickworld. Die Verkabelungsarbeiten haben begonnen. Wie ihr sehen könnt, ich zoome jetzt mal ein bisschen ran, dann sieht es besser für euch aus. Ich musste hier erstmal nochmal das Kopfsteinpflaster ein bisschen aufmachen. Seht ihr, ich habe jetzt hier eine von den schwarzen Laternen hier hingestellt, denn wir hatten hier eigentlich noch gar keine Beleuchtung in dem Bereich. Natürlich von innen kommt ein bisschen Licht nach außen aus der Bank, aber es war trotzdem relativ dunkel. Und ich habe auch jetzt hier an dem zukünftigen Eingang in die U-Bahn nochmal 2 Lichter rangemacht, eben genauso wie wir es hier vorne an diesem Eingang haben. Das sollte dann einiges an Licht bringen. Das Ganze ist jetzt auch schon verkabelt, alles durchbohrt, was durchbohrt werden musste, damit die Kabel eben schön liegen können. Jetzt muss nur noch der USB-Stecker, den ihr da liegen seht, durch das Loch nach unten, dann an Strom angeschlossen werden. Dann sollte das hier schon mal deutlich hübscher aussehen, ein bisschen mehr Licht. Und es sieht vielleicht nicht danach aus, aber das hier kostet tatsächlich einiges an Zeit. Jetzt nicht hauptsächlich wegen dem Abbau und Wiederaufbau, sondern auch die Verkabelung dauert ein bisschen, das ein bisschen alles zu planen und anzuschließen. Aber ich glaube, das macht jetzt in der Ecke nochmal einen riesen Unterschied. Und dann kommt hier drüben auch noch ein bisschen mehr Licht hinzu. Und dann schauen wir mal, ob wir jetzt hier nicht noch bei der Haltestelle, also diesem Taxistand, ein bisschen weiterarbeiten. Ich bin gespannt. Ich mache erstmal hier das Licht an, schaue, ob alles funktioniert, baue hier wieder zu, soweit, dass es halt wieder so ist wie vorher. Und dann geht's weiter. Wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt alles wieder zugemacht. Die Lichter leuchten, was schon mal ganz gut ist. Und was ihr auch seht, ist diese kleine, etwas abgerundete Konstruktion. Wir hatten ja im alten Layout hier vorne, wo jetzt diese Grünfläche ist, hatten wir ja mal so eine Information, die war innen noch nie fertig gebaut gewesen, aber außen schon. Und ich habe mir überlegt, dass wir vielleicht die Information für all die Leute, die eben jetzt hier ankommen und was auch immer, touristische Ziele wie die Altstadt etc. oder einfach auch Infos zu allen anderen Dingen, die man irgendeine Information bekommen kann, dass wir die Information dorthin bauen. Denn der Vorteil ist, hier ist zum einen Straßenbahn, Bahnhof, als auch U-Bahn. Da kommen die Leute auch mit dem Marktplatz, alles zusammen. Da hinten ist die Altstadt. Ich glaube, das ist eine ganz gute Position. Und trennt nochmal ein bisschen das Ganze hier vorne mit dem Trubel ein bisschen ab, dadurch hier die Konstruktion reinkommt. Ich zoome jetzt gleich nochmal mit euch ein bisschen hin. Dann seht ihr jetzt ganz grob die Konstruktion. Da, wo es niedriger ist, werde ich Fenster einbauen. Hier kommt noch die Tür rein, einfach ein bisschen abgerundet, damit es ein bisschen hübscher aussieht. Kabel seht ihr auch schon, ist schon mal hier verlegt, um das Ganze zu beleuchten. Und ich denke, das werde ich jetzt auch umsetzen. Und das wird dann hier nochmal so ein bisschen auf diesem Modul, hier seht ihr, die graue Platte endet genau da in der Ecke, noch ein bisschen Leben reinbringen. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Und mache ich jetzt einfach mal und dann schauen wir uns einfach mal an, wie das Ganze aussieht, wenn ich es gebaut habe. Wie ihr sehen könnt, steht das Grundgerüst. Ich habe jetzt vorne da noch diesen etwas neueren, Anführungsstrichen, Türen reingemacht, diese Doppeltüren. Die passen da meiner Meinung nach ganz gut rein, bringen auch eine schöne Form rein. Ich habe jetzt auch die grundlegende Struktur fertig, es ist alles fixiert. Außenrum habe ich jetzt außen weiter mit diesen grauen Fliesen gefliest. Innen drin ist jetzt noch gar nichts. Ich weiß auch noch nicht, ob wir dazu heute noch kommen. Aber ich werde jetzt erstmal mich um das Dach kümmern und auch draußen noch ein bisschen und wahrscheinlich auch noch die Beleuchtung innen natürlich. Dann hätten wir nämlich das Modul jetzt eigentlich fast fertig. Oh, das wäre eigentlich eine ganz gute Geschichte. Ich mache auf jeden Fall weiter. Das war nur ein kleines Zwischenergebnis für euch. Ihr seht nicht nur, dass das Ganze jetzt ein bisschen vorangeschritten ist und auch Beleuchtung drin ist, sondern ich habe auch eine etwas gewagte Dachkonstruktion begonnen. Und zwar seht ihr, wenn ich jetzt ein bisschen näher rangehe, dass diese Dachkonstruktion tatsächlich hinten ein bisschen eine Lücke ergibt, weil es sonst nicht hübsch aussieht. Dafür habe ich dann auf dem restlichen Bereich
dieses Konstrukt gebaut. Das werde ich jetzt hier gleich mal einsetzen und dann schauen wir uns mal an, wie das Ganze aussieht. Dann haben wir mal ein etwas extravaganteres Dach hier rein, weil ich dachte einfach mal, so langweiliges ist natürlich langweilig. Deshalb habe ich das hier in eine Kleinstarbeit zusammengesetzt und auch mit viel herumprobieren. Ich werde es gleich mal draufbauen, dafür brauche ich beide Hände, damit ich es ordentlich drauf kriege und dann schauen wir uns das Ganze gleich nochmal an, wie es aussieht, wenn es fertig ist. Seht ihr, wie das Ganze aussieht, wenn es drauf gebaut ist. Man sieht, es ist ein bisschen extravagant. Ich zoome nochmal ran. Dann seht ihr, dass ich da vorne so ein bisschen diese Rundsteine habe ich eingebaut, um dann nochmal so ein bisschen Licht nach drinnen dringen zu lassen, bis nach draußen. Auch ein bisschen, um die Form da nutzen zu können. Und ich finde es eigentlich ganz nett, weil es sieht jetzt einfach mal ein bisschen ganz anders aus als andere Dinge, die man so sieht. Es ist auf der einen Seite natürlich ein rechtwinkliges Dreieck, sage ich schon, rechtwinkliges Dach, aber hier vorne ist es einfach ein bisschen besonders gebaut und das gefällt mir persönlich eigentlich sehr, sehr gut. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Was ich jetzt noch machen werde, ich werde jetzt nicht mehr den Innenausbau machen, weil es hat echt sehr, sehr lange gedauert, dieses Dach hier ein bisschen auszuklügeln. Ich werde jetzt noch ein paar Figuren dazustellen, die alten, die fehlen wieder hin. Und dann machen wir einfach mal den Abschluss für heute. Wir haben ja doch einiges geschafft. Licht ist dazugekommen und hier auf der Platte ist ja auch noch mal einiges dazugekommen mit der Info. Mir gefällt es auf jeden Fall. Ich hoffe, euch auch. Wie gesagt, Figuren kommen jetzt gleich noch dazu und dann schauen wir uns das Endergebnis an. Und da sehen wir jetzt das Endergebnis für heute. Ich habe jetzt hier draußen noch mal ein paar Figuren hingestellt. 3 neue, beziehungsweise das Baby noch dazu. Also 4 neue Einwohner sollte ich jetzt auch unten einblenden, wenn ich es nicht wieder vergesse. Und ich glaube, wir könnten jetzt tatsächlich die 400 geknackt haben. Ich weiß es gerade nicht auswendig, sehe ich dann in der Nachbearbeitung. Aber ich bin auf jeden Fall zufrieden mit dem Ergebnis. Wir werden in einer der nächsten Ausgaben dann die Innenausstattung machen und natürlich auch in absehbarer Zeit hier endlich mal nach unten gehen. Aber dieses Modul hier, auf dieser grauen Platte, das jetzt hier rechts neben der Bank steht, ist soweit eigentlich jetzt fertig, bis auf die Inneneinrichtung für die Information. Aber ich finde, es ist ein ganz guter neuer Platz dafür. Mir gefällt es auf jeden Fall. Ich hoffe, euch gefällt die ganze Konstruktion auch. Hat ein bisschen gedauert, ist mal ein bisschen was Besonderes. Ich gehe noch mal ein bisschen näher ran, dann seht ihr noch mal ein bisschen, wie das hier aus dem Dach oben aussieht. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie immer, was ihr davon haltet, etc. Und ich denke, in einer der nächsten Episoden gehen wir auch dann hier rüber weiter, machen den Taxistand fertig, bauen noch ein paar Taxen, machen hier auch die Beleuchtung hin, da kommen dann noch ein paar von den schwarzen Laternen hin, damit es einfach hier ein bisschen passt. Und dann sind wir in dem Bereich auch schon in Richtung da und verknüpfen dann das Ganze von hier mit dem, kommen auch demnächst noch ein paar Stände etc. dazu und dann haben wir hier eine Verbindung zum ersten Mal geschaffen von ganz hier vorne nach da hinten und dann schließt sich jetzt tatsächlich langsam dieser Bereich hier in absehbarer Zeit und das freut mich, das freut euch scheinbar auch, denn ihr seid ja immer auf der Seite Lücken schließen gewesen, anstatt weitere Projekte voranzubringen oder zu starten gar. Und ja, das ist unser Thema, auch diesen Monat September, Lücken schließen. Ich habe nochmal nachgeschaut, wir sind über 9.400 Abonnenten momentan, wenn man es hochrechnet, werden tatsächlich Ende Oktober die 10.000 knacken. Ich bin gespannt, ob es klappt, ich weiß es nicht. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr dankbar für all eure Mithilfe, für all eure Kommentare. Wie immer, schreibt es gerne in die Kommentare, was ihr denkt. Schreibt mir auch gerne, was ihr so denkt, was wir in nächster Zeit machen können. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, was wir hier noch in der Information so alles brauchen, was reinbauen können und natürlich auch Ideen für Stände. Ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen heute. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim selber bauen und dann sehen wir uns das nächste Mal hier in der Brücke und ich sage nur noch Tschüss.